Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Ann-Christine und begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Schnittmuster- und Nähprojekt. Heute habe ich was wirklich ganz Einfaches für euch, und zwar ein Kleid aus einem Jersey bzw. French Terry oder Sommersweat, wie auch immer. Das Schöne an dem Kleid ist, dass man unheimlich viel damit spielen kann. Man muss es jetzt nicht so schlicht und einfach halten wie ich jetzt hier, sondern man kann mit diesem Einsatz, der hier vorne gearbeitet ist, ganz viele unterschiedliche Designs kreieren. Einige Beispiele möchte ich euch gleich schon mal zeigen. Dieses Dirndelige ist zum Beispiel ganz praktisch, wenn man mal eben was fürs Oktoberfest, für die Party braucht, oder wenn man so dieser Dirndl-Fan ist, dann ist das auch eine schöne Sache, weil es einfach bequem ist und man einfach reinschlüpfen kann. Ansonsten kann man natürlich auch mit unterschiedlichen Farben arbeiten, mit unterschiedlichen Mustern. Man könnte zum Beispiel eine Rüsche mit einarbeiten, man könnte eine Paspel mit einarbeiten. Es sind wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten da. Auch was den Rock angeht, man muss den Rock nicht unbedingt arbeiten, man kann auch ein Schößchen arbeiten und dann einfach ein Oberteil draus machen. Man kann einen Tellerrock dranhängen, man kann einen halben Tellerrock dranhängen, man kann einen Bleistiftrock dranhängen. Man könnte auch eine Hose dranhängen und ein Overall daraus machen. Die Möglichkeiten sind, wie gesagt, sie sind wirklich toll. Was ich euch ganz besonders in diesem Video zeigen möchte, ist, wie ihr eure Abnäher verschieben könnt. Die Abnäher müssen nicht unbedingt klassisch Taille Brust sein. Sie können aus der Schulter kommen, sie können aus der Mitte kommen, sie können von unten kommen. Ich zeige euch eine Variante, wie sie schräg gearbeitet sind. Deswegen lasst uns gleich anfangen, lasst uns gleich in die Konstruktion springen und danach auch in die Nähschritte. Ich zeige euch das Ganze dann noch mal ein bisschen getragen und gestylt. Wie gesagt, bei mir ist es ein bisschen schlichter. Und dann sehen wir uns noch mal nach dem Video wieder, wie immer. Bis gleich, viel Spaß! Fangen wir also mit dem Vorderteil an. Meinen Grundschnitt inklusive aller Markierungen übertrage ich auf Papier. Die Abnäherschenkel zeichne ich bis zum Brustpunkt ein. Und als nächstes verlegen wir die Abnäher. Das ist ganz einfach, denn rund um den Brustpunkt können Abnäher munter eingezeichnet und hinverlegt werden. Ich zeichne hier auf der Seitennaht bei 5 cm von unten gemessen eine Markierung und bei 5 cm von der Seite aus gemessen auf der Taillennaht eine weitere. Nun von den Markierungen zum Brustpunkt jeweils eine Linie zeichnen, den Taillenabnäher an einem Schenkel zur Spitze einschneiden und den neuen Taillenabnäher ebenfalls. Nun die Abnäherschenkel des alten Abnähers bündig aufeinander kleben. Genauso schneiden wir jetzt in den Brustabnäher und die neue Abnäherlinie ein und schließen den alten Brustabnäher. Jetzt kann man die Abnäherinhalte verteilen, entweder gleichmäßig oder mehr Weite in den Taillenabnäher oder Brustabnäher geben. Ich versuche sie mal so gleichmäßig wie möglich zu verteilen, ohne dass ich ausmessen muss. Papier unterkleben und mit Klebeband fixieren. Bei beiden Abnähern die Mitte anzeichnen und auf dieser Mitte vom Brustpunkt aus 4 cm abmessen. Damit sind die neuen Abnäherspitzen festgelegt. Die Schenkel zeichnen und danach die Schenkel des Taillenabnähers bündig aufeinander legen und den Abnäherinhalt zur vorderen Mitte legen. Mit einem Kopierrad die Taillenlinie abfahren. Den Brustabnäher falte ich persönlich so, dass der Abnäherinhalt nach oben zeigt. Das ist aber egal, das macht jeder so, wie er das möchte. Man kann den Inhalt auch genauso gut nach unten legen. Solange man das dann später auch so näht, ist das alles gar kein Problem. Also Schenkel bündig aufeinander legen und die Seitennaht mit dem Kopierrad abfahren. Die Perforationen zeichne ich euch mal an, damit ihr sehen könnt, wie die Nahtlinien jetzt verlaufen.
Meinen Armausschnitt vertiefe ich um 1 cm und korrigiere gleich die Linie. Den Halsausschnitt verbreite ich ebenfalls um 1 cm. Danach zeichne ich den Fadenlauf auf meinem Vorderteil ein. Dieser verläuft parallel zur vorderen Mitte. Jetzt müsst ihr bestimmen, wie breit euer Einsatz an der Taille werden soll. Ich habe mich für 5,5 cm entschieden. Nun diese Markierung durch eine Linie mit der Ausschnittmarkierung oben verbinden. Die vordere Mitte wird an den Bruch angelegt. Die nächste Entscheidung wird gefällt, nämlich wie tief der Ausschnitt werden soll. Bei mir werden es 12 cm. An welchem Punkt möchtet ihr euren Einsatz in das seitliche Vorderteil einlaufen lassen? Das müsst ihr jetzt entscheiden. Ich messe jetzt hier 11 cm von der Schulter ab. Nun den Ausschnitt zeichnen, entweder gerade oder leicht gerundet. So und so sieht das Vorderteil aus. Ich mache nur noch einige Ansatzmarkierungen. Bevor wir das Teil abschneiden, stelle ich schon einmal die Nahtzugabe an. Bei mir sind es 1 cm. Und wenn wir damit fertig sind, zeichnen wir uns erst einmal den vorderen Beleg. Dazu schneide ich das Vorderteil schon einmal aus. Papier unterlegen und erst einmal die Außenkante übertragen. Mein Beleg wird 5 cm breit. Am vorderen Bruch zeichne ich eine schöne Rundung, weil man dann viel einfacher mit der Overlock bzw. einem Zickzackstich die Kante versäubern kann. Die Innenkante ebenfalls mit dem Kopierrad abradeln. Den Beleg ausschneiden und beschriften. An der Schulter nehme ich zur Außenkante hin noch ein paar Millimeter weg. Wenn der Beleg dort etwas kürzer ist als der Außenstoff, legt er sich besser in Form. Um ganz ehrlich zu sein, vergesse ich das auch oft. Ich meine, es klappt auch so, kein Problem, wenn der Beleg die gleichen Ausmaße hat wie der Oberstoff. Wenn man ein bisschen was aber wegnimmt, liegt er noch etwas schöner. Nun den Einsatz abschneiden und an die Schnittkantenpapier unterkleben und die Nahtzugaben anzeichnen. Beschriften nicht vergessen. Und jetzt zeige ich euch noch einen kleinen Kniff. Je tiefer ein Ausschnitt ist, desto mehr neigt er dazu, vorne abzustehen. Um das zu vermeiden, nehmen wir in der Länge ein wenig weiter weg. Wie zeige ich euch hier? Ich zeichne von der seitlichen Einsatzkante eine Linie zum Ausschnitt. Die ist hier so circa mittig. Und eine weitere mit 5 mm Abstand. Da mein Ausschnitt jetzt nicht so tief ist, reicht das. Am besten das Ganze gleich auf den Beleg übertragen. Nun eine der Linien vom Ausschnitt zur Seitenkante einschneiden und wie beim Schließen eines Abnähers die Schenkel aufeinander kleben. Genauso beim Beleg. Sollte jetzt der Ausschnitt ein bisschen komisch aussehen, eine komische Rundung haben, dann kann man das noch ein bisschen korrigieren.
So, damit ist das Vorderteil schon mal fertig und es geht mit dem Rückteil weiter. Das ist übrigens ganz einfach, da müssen wir gar nicht viel machen. Ebenfalls mit allen Markierungen erst einmal den Grundschnitt auf Papier übertragen. Die Abnäher einzeichnen, wie sie gedacht sind. Und jetzt den Armausschnitt um 1 cm vertiefen, wie auch schon beim Vorderteil. Und den Halsausschnitt um 1 cm verbreitern. Die neuen Linien zeichnen. Die hintere Mitte wird an den Bruch angelegt. So die Nahtzugabe anstellen. Schon einmal ausschneiden und den Beleg zeichnen. Dazu auch Papier unterlegen und in der gleichen Breite wie beim vorderen Beleg anzeichnen und auf Papier übertragen. Ihr könnt auch gerne mal den vorderen Beleg zur Hand nehmen und gucken, ob das alles hinhaut. Man kann übrigens beim Bruch auch noch tiefer gehen, also die Rundung noch tiefer anzeichnen. Die Hauptsache ist, dass die Schultern der beiden Belege gleich lang sind. Beschriften und ausschneiden. Hier übertrage ich meinen Ärmelgrundschnitt ohne Ellbogenabnäher auf Papier. Bei diesem Grundschnitt sind schon 1 cm Nahtzugabe und 3 cm Saumzugabe inbegriffen. Meinen Fadenlauf zeichne ich immer im Verlauf zum Schulteransatzpunkt an. Und da mein Ärmel immer noch zu lang ist, ich muss das wirklich langsam in Angriff nehmen und den Grundschnitt kürzen, kürze ich ihn jetzt erst einmal um 1 cm. Flott die Seitenlinien korrigieren und schon kann es weitergehen. Beschriften und ausschneiden. Einmal kurz die Schulterbreite kontrolliert, das passt. Ich habe jetzt die vordere und hintere Armkugel meines Ärmels nicht verändert, weil ich weiß, dass trotz der Vertiefung beim vorderen Rückteil genug Mehrweite in der Armkugel vorhanden ist. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann messt die Armausschnitte von vorderen Rückteil an der Nahtlinie und vergleicht den Wert dann mit den Maßen der vorderen und hinteren Armkugel, die ihr ebenfalls an der Nahtlinie ausgemessen habt. Die Armkugel sollte meiner Meinung nach eine Mehrweite von mindestens 0,75 cm haben. Ich habe bei der vorderen Armkugel eine Mehrweite von 1 cm und bei der rückwärtigen Armkugel 1,3 cm. Diese Mehrweite einzuhalten später beim Nähen ist bei Strickware wie Jersey, French Terry oder Sweat super einfach, weil man im Grunde genommen die Mehrweite oder den unterliegenden Stoff des Armausschnittes nur ein bisschen dehnen muss, sodass beide Stofflagen die gleiche Länge haben. Aber das zeige ich später noch. Auf gar keinen Fall sollte eine Armkugel eine Minusweite haben. Also kürzer sein. Denn dann sitzt der Ärmel nicht schön, sondern nicht nur nicht schön, sondern einfach nur fürchterlich. Deswegen mein Rat an euch, messt die Längen auch bei Fertigschnitten mal ab und kontrolliert das. Wenn das nämlich nicht hinhaut, gebt im Notfall Mehrweite in den Ärmel, also in die Armkugel, und ihr werdet dann sehen, dass das ganze Teil gleich ein bisschen netter fällt. Ihr könnt hier jeden Rock ansetzen, den ihr zu Hause habt. Hauptsache ist, dass die Taillenlängen denen des Vorder- und Rückteils entsprechen. Ich habe hier das Schnittmuster vom Rock aus diesem Video gewählt und kopiert. Ja, und damit ist das Schnittmuster schon fertig und es kann genäht werden. Ich habe alle Teile schon einmal zugeschnitten und vorbereitet. Die Schulterabnäher meines Rückteils geschlossen und auf den Halsausschnitt flexibles Nahtband gebügelt. Hier zeige ich euch ein Satinband, was ich aus einem gekauften Oberteil geschnitten habe. Das werde ich später benutzen, um die Schultern zu verstärken, so dass sie sich nicht ausziehen. Bei den Vorderteilen habe ich Einlage auf den oberen Ausschnittbereich gebügelt und die Ansatzpunkte für den Einsatz aufgemalt. Beim Einsatz auf den Ausschnitt Einlage gebügelt. Die Belege habe ich mit flexibler Einlage verstärkt und auch schon einmal den Nähweg an der Spitze angezeichnet. Hier fange ich auch schon einmal an, indem ich die Belege rechts aufeinander stecke und später absteppe. Danach stecke ich alle Abnäherschenkel bündig aufeinander und nähe auch sie.
Damit sich meine Lagen nicht verschieben, benutze ich wieder meine Schablone, die ich unter das Füßchen direkt an die Naht lege. Auf diese Art lassen sich Abnäher meiner Meinung nach leichter nähen, weil man irgendwie auch so gleich den Nähweg vorgegeben hat. Man muss nur etwas aufpassen, dass man nicht auf die Pappe näht. Das ist mir nämlich auch schon öfter passiert. Ich nähe zur Abnäherspitze und nach dem letzten Stich im Stoff hebe ich mein Füßchen, ziehe den Stoff ein Stück vor und nähe auf dem Abnäherinhalt neben der Naht noch einmal ein paar Stiche. Diese Technik benutze ich seit einiger Zeit und sie funktioniert für mich sehr gut. Natürlich kann man die Fäden auch am Ende verknoten, aber so muss irgendwie jeder herausfinden, welche Technik am besten für ihn selbst geeignet ist. Ich habe die Abnäher noch nicht gebügelt, das kann ich nämlich nicht machen, wenn ich den Einsatz eingenäht habe. Außerdem habe ich die Kanten, die wir jetzt nähen werden, schon einmal mit der Overlock versäubert. Anhand der Markierungen die Teile rechts aufeinander stecken. Am oberen Einsatz die gezeichneten Ansatzmarkierungen aufeinander legen. Beide Seiten absteppen. Im Ausschnittbereich oben müssen die Nahtzugaben zur Außenkante liegen. Im Verlauf möchte ich sie auseinanderbügeln. Das heißt, dass ich eine Seite der Nahtzugaben zur Naht einschneiden muss. In Höhe der Ansatzmarkierung schneide ich beidseitig ein. Und nun kann ich das Teil bügeln, das heißt die Abnäher und auch die Nähte. Beim Rückteil bügele ich die Abnäher auch schon mal. Sie werden jeweils zur Mitte hin gebügelt. Die Nahtzugaben des Beleges kürze ich ein wenig ein und bügele sie dann auseinander. Danach die Außenkanten versäubern. Die Schultern beider Teile habe ich schon versäubert. Nun die Schultern von Vorder- und Rückteil aufeinander stecken. Dabei darauf achten, dass das Rückteil oben liegt, weil hier gleich das Satinband mit in die Naht gefasst wird. Dafür habe ich mir die Naht angezeichnet. Absteppen. Und so sieht das Ganze aus. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den Beleg rechts auf rechts anstecken. Damit alles ein bisschen sauberer wird, markiere ich mir die Nahtzugabe beim Vorderteil im Übergang zum Einsatz. Die Schulternähte bündig aufeinander stecken und die Markierungen ebenfalls absteppen.
Vorne zur Spitze hin einschneiden. Zusätzlich kürze ich die Nahtzugabe des Beleges auf die Hälfte ein und schneide in regelmäßigem Abstand einige Male im rechten Winkel zur Naht hin ein, und zwar über den kompletten Ausschnitt. In Bereichen, wo viele Lagen Stoff sind, kann man da auch ein bisschen Nahtzugabe wegschneiden, damit es da nicht zu dick wird. Die Nahtzugaben auseinander und den Beleg auf die linke Seite bügeln. Darauf achten, dass der Nahtschatten auf der Unterseite liegt und von außen nicht zu sehen ist. Ich stecke den Beleg und steppe ihn etwas weniger als Füßchen breit ab. Ansonsten fixiere ich den Beleg mit einigen Stichen an den Schulternähten und auch an den vorderen Nähten. Noch einmal bügeln. Bevor ich die Ärmel einstecke, bügele ich den Saum schon einmal um. Danach kann ich sie einstecken und absteppen. Und hier sieht man schön die Mehrweite und wie ich beide Stofflagen auf die gleiche Länge ziehe. Dabei aber wirklich nur leicht ziehen und nicht zu sehr dehnen. Die Nahtzugaben versäubern und in den Ärmel bügeln. So, jetzt können die Oberteile an die jeweiligen Rockteile rechts auf rechts gesteckt werden. Ich nähe auf dem Oberteil, weil ich Framilastik mit in die Naht fassen möchte. Damit möchte ich verhindern, dass die Taille ausleiert. Wichtig ist, das transparente Gummiband während des Nähens nicht zu dehnen, denn sonst raffe ich meinen Stoff und habe später Fältchen in der Taille. Wer das möchte, kann das natürlich sehr gerne tun. Das gibt dem Ganzen einen etwas anderen Look. Ich möchte meine Taille aber glatt haben und deswegen lasse ich das Band locker beim Einnähen mitlaufen. Seht ihr, so sieht das aus. Ich habe hier übrigens auch einen Zickzackstich eingestellt. Die Nahtzugaben nach unten bügeln, da wollen sie von Natur aus eigentlich auch schon hin. Danach die Seiten vom Ärmel zum Saum stecken und absteppen. Die Nahtzugaben versäubere ich zusammen und bügle sie dann zum Rückteil. Die Rocksäume hatte ich schon am Anfang umgebügelt, deswegen kann ich sie jetzt auch ganz einfach bei 2,5 cm absteppen. Auch hier und beim Ärmelsaum stelle ich einen Zickzackstich ein. Eine Coverlock habe ich nämlich nicht und ich glaube auch nicht, dass ich eine brauche.
Bei den Säumen zeige ich euch noch einen weiteren kleinen Kniff. Damit der Bereich, in dem die Seitennähte liegen, nicht zu dick wird, schneide ich in Saumhöhe im rechten Winkel zur Naht ein und klappe die untere Nahtzugabe zur anderen Seite. So liegen die Nahtzugaben nicht aufeinander, sondern voneinander weg. Und damit vermeiden wir wieder dickere Stellen. Den Saum absteppen und fertig ist das Kleid. Getragen sieht es so aus. Gut, dadurch, dass ich den gleichen Stoff auch für den Einsatz benutzt habe, sieht man jetzt nicht so viel von der Raffinesse des Kleides. Aber ihr habt eine Vorstellung davon, wie es sitzt. So, wie immer, ihr kennt mich ja, ich frage euch immer sehr gerne, welche Variante hat euch am besten gefallen? Ich meine, gut, mein Kleid ist jetzt schlicht, aber wie würdet ihr euer Kleid selber arbeiten? Würdet ihr einen farblich unterschiedlichen Einsatz reingeben? Würdet ihr mit einem Bindeband arbeiten und so diesen dürdeligen, bisschen 70er Jahre Effekt gestalten, eine Paspel eingeben, vielleicht eine Rüsche oder ein bisschen Spitze? Würdet ihr den Abschluss des Rockes auch verändern und da vielleicht auch noch eine Applikation arbeiten? Schreibt mir das alles gerne mal unter das Video in die Kommentare, dann kann ich mir das durchlesen und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich von euch lesen kann. So, und jetzt danke ich euch natürlich ganz, ganz herzlich, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Wenn es so ist, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, schreibt mir, wie gesagt, etwas Liebes in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch noch eine richtig tolle Zeit mit bei eurer Nähmaschine. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, alles Liebe, eure Ann-Christine.